Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, bin hier auf der Free und bin hier am Stand von Vanessa Mobilcamping aus der Nähe von Rosenheim, aus Großhöhenrhein beim Hubert Vollert. Und eigentlich ist dieses Fahrzeug ja nichts Neues. Ich habe vor ziemlich genau 3 Jahren auf der Free schon mal ein Video gemacht, genau über dieses Fahrzeug, über individuelle Camping-Einbauten. Aber es ist doch neu. Ja, wir haben ja ein bisschen nachgelegt. Wir haben einige Sachen verbessert. Inzwischen habe ich das Auto schon 2-mal umgebaut, nochmal. Aber ich glaube, dass wir inzwischen eine sehr gute Lösung gefunden haben für viele Camper. Was ist jetzt dann hier neu am Fahrzeug? Materialien auch anders oder ja, Anordnungen anders oder hat sich das optimiert, was man da macht? Die Materialien sind teilweise die gleichen, aber wir haben es ein bisschen optimiert. Es ist nach wie vor ein Leichtbauprodukt und ja, wir haben einiges umgedreht. Wir haben festgestellt, dass Sachen nicht an der richtigen Stelle waren. Wir haben aus Platzgründen die Dusche nach vorne gerückt, dass die Sportler hinten mehr Platz haben. Und es sind halt einige Sachen, haben sich zum Positiven entwickelt. Da gehört zum Beispiel dazu, wir haben hier eine Küche, die haben wir jetzt nach außen gemacht. Die haben wir damals auch schon gehabt, aber wir haben sie komplett umgedreht. Der Engpass im Auto ist zum Durchgang nach vorne. Den haben wir hierher gelegt. Der Vorteil ist, das Auto bleibt hinten sehr geräumig. Die Sitzgruppe ist jetzt in der Mitte. Man sitzt sich hier rein, schaut hier raus, man ist von vorne geschützt. Wir haben beim letzten Ausbau haben wir die Sitzgruppe vorne gehabt im Fahrerhaus und haben festgestellt, da ist halt im Winter saukalt. Ja, und von hinten hat man immer Kälte und wir trennen das jetzt mit einem Vorhang ab. Ja, das heißt, hier hinten kann man ganz schlecht isolieren und wir haben es jetzt für den Sommer, da haben wir jetzt zusätzlich ein Kinderbett eingebaut. Das ist erst in letzter Zeit dazu gekommen. Genau. Und dann haben wir hier jetzt dann die Außenkochfläche. Kann ich Ihnen auch kochen? Genau, da ist ein Induktionskochfeld drin. Wir haben hier sehr viel Technik eingebaut. Das Auto ist komplett autark, hat eine riesen Stromanlage drin mit Wechselrichter, Ladebooster, Solaranlage, Lithiumbatterie. Also das ist wirklich für einen schweren Einsatz geeignet, das Ganze. Dann haben wir hier so ein Waschbecken. Aha. Genau. Und die Schubladen sind alle gesichert. Ja, ganz klar. Das ist eine Kühlbox. Eine Kühlbox, die kann man von außen oder auch von innen bedienen. Das ist eigentlich eine geniale Sache, weil es eben eine Außen-Innen-Küche ist. Darum ist das eigentlich ganz logisch. Man kann zum Steck hin, von außen oder eben auch von innen. Das ist alles gut. Man hat hier sehr große Schubläden, auch hier noch eine Schublade für wie ist unsere Speisekammer, kann man sagen. Ja. Dann haben wir hier Stauraum drin. Also es ist alles mit sehr viel Stauraum. Hier oben haben wir auch Stauräume ohne Ende. Alles sehr mit Beleuchtung. Hier vorne ist noch drin. Dann sind wir hier gleich bei der Technik, wenn wir schon dabei sind. Hier ist das Technikmodul, da kann man alles ablesen. Das ist alles fein aufgebaut. Kaffeemaschine ist sowieso dabei. Ja, das ist schon richtig gut, das Ganze, denke ich. Solar haben Sie gesagt vorhin, das heißt, Sie haben eine Solaranlage am Dach? Ja, genau. Also das haben wir auch, glaube ich, ganz fein gemacht. Wir haben hier eine sturmfeste Markise gebaut. Da oben drauf sind 2 Solarmodule montiert. Der Vorteil von dem Ding ist, dass hier nicht reinregnet. Und wie gesagt, bei Sturm braucht man das Ding nicht wegfahren. Das fahren wir raus. Wenn andere die Markise reinfahren, fahren es mir raus. Ja. Also eine harte Markise, weil das Solarmodul am Dach oben drauf ist, genau. Und dann ist das alles gleich stabil. Und Regen oder so kommt nicht durch? Genau, und das ist auch zugleich ein Ständer, also ein Dachständer für Surfbretter oder so. Lange Sachen können oben montiert werden noch zusätzlich. Mhm. Genau. Gut, und Bett habe ich dann hier ganz normal eine Liegefläche quer oder längs, oder wie läuft das? Wir können tagsüber quer schlafen und bei nachts haben wir für die großen Leute ein Längsbett gemacht. Das schiebt man hier raus und dann haben wir hier ein 1,90 Meter Bett. Ja. Genau. Und das ist relativ hoch, das hat aber seinen Grund, weil ich hinten wahrscheinlich wieder Stauraum habe, wie ja, letztes Mal. Das haben wir letztes Mal auch schon gehabt, wir haben hier die Räder eingebaut. Da müssen wir vielleicht mal hintergehen. Schauen wir uns den Radlträger an. Da haben wir
ich glaube, einen ganz guten Wurf gemacht. Das ist ein innenliegender Radelträger. Die Räder, die da dranhängen, die kosten sehr viel Geld und werden halt, wenn es drin sind, nicht so leicht gestohlen und sind da geschützt vor Regen und Staub und so. Also das ist eigentlich eine ganz feine Sache. Man kann hier, das ist nicht so, und so rein und dann kann man zumachen. Das heißt, da haben wir hier einen Träger, der dann tatsächlich schwerere Fahrräder halten kann. Ja, das ist. Man kann zusätzlich, die Radl sind E-Bikes, die kann man während der Fahrt aufladen. Das ist eigentlich eine ganz feine Sache. Und trotzdem habe ich hinten noch genug Platz zum Verstauen für anderes Gepäck. Genau. Weil die Fahrräder ja nicht ganz so viel Platz brauchen. Ja, kann auch mal eine Hundegarage reinkommen oder so. Hier kann man ja hinten rauf machen. Dann kann man auch öffnen, diese Truhe, da kann man Ski durchladen oder sowas. Das ist eigentlich alles fein zu machen. Und die ganzen Innenverkleidungen so sind auch wieder von Ihnen? Ja, klar. Das ist eine echte Schreinerarbeit. Da ist viel Handwerk dahinter. Das heißt, Schreinerarbeit von Hand gemacht bei Ihnen im Betrieb, dann schaut aber dann so aus, dass das dann auch seinen Preis hat. Was muss man denn ausgeben für so einen Komplettumbau auf Basis dieses Mercedes Sprinter 4x4? Das Fahrzeug selber brauchen wir jetzt gar nicht schauen, was das kostet, da kann jeder nachschauen. Ja, genau. Aber die meisten interessiert, was ich für den Einbau zahlen muss. Ungefähr. Also wir haben es, eigentlich kann man sagen, zwischen 40.000 und 60.000 Euro muss man dafür bezahlen. Also da kriegt man ein sehr gut ausgebautes Auto von der Picke auf gemacht. Man bringt das Auto zu uns, einen leeren Kastenwagen, nur Blech, und nach 4 Wochen ist das Auto fertig. Der wird isoliert, also sehr professionell isoliert und dann aufgebaut mit bester Technik, was wir so machen können. Das heißt, der Kunde muss wahrscheinlich dann vorher reservieren, einen Termin, einen Zeitslot, genau, Sie Zeit haben. Der Kunde kommt einmal, dann wird alles durchgesprochen, der Kunde spricht mit uns durch, wie das Auto konfiguriert werden soll oder was wir nachbauen. Wir können auch Fenster einbauen, Dachluken und solche Dinge. Wir haben einen Unterflur, einen Wassertank drin, das Ganze wird alles bei uns gemacht. Und für welche Fahrzeugtypen bieten Sie solche Umbauten an? Wir machen es für einen Sprinter L2, H2 und für einen Crafter. Gut. Crafter und MAN, also das ist das gleiche Auto. Gut, doch recht interessant, was Sie da alles neu gemacht haben in den letzten 3 Jahren. Hat sich einiges getan. Komplett neue Ideen wieder umgesetzt, die jetzt ganz anders sind. Und vom Grundprinzip her Ihre Erfahrungen dann einfach hier wieder mit eingebracht. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, bei Hubert Vollert, für die Vorstellung dieser Einbauten bei Vanessa. Danke auch für das schöne Interview.